Ist das beste und kreativste Event, was wir in Fly Universe bisher hatten? Die Rede ist vom Weather Boost Event, das schon jetzt knapp einen Tag läuft. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Vom 12. Januar bis zum 14. Januar, also bis Sonntag 23:59 ist das Ganze noch aktiv. Und während diesem Event gibt es spezielle Buffs, während spezielle Wetterbedingungen herrschen. Hier sind die Buffs. Rain or Leaves or Flowers or Snow, also irgendwas in der Luft, basically so ungefähr, was so ähnlich ist wie Regen, hat man 10% ATK. Also es muss einfach nur dieser Wetterumstand herrschen und dann zählt das quasi passiv, solange halt das Wetter so ist, als Buff auf die bestehenden Werte, die man so auf seinem Charakter hat, dazu. Wenn die Sonne scheint, dann increases your HP by 20 und Movement Speed auch by 20. Thunderstorm increases your critical hit damage by 50%, also kritischer Schaden plus 50%. Und wenn Blizzard ist, increases your critical hit chance, also Crit-Rate plus 10%. Hört sich extrem geil an, wenn man das so liest. Allerdings war es jetzt gestern zumindest bei mir so, dass ich 2 Stunden lang online war und die ganze Zeit war nur Sonne. Und das war auch mein aktueller oder mein einziger Kritikpunkt eigentlich an dem Event. Oder es war nicht wirklich ein Kritikpunkt, weil das Event ist ja noch nicht vorbei. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, war, vor allem mit diesem 50% kritischer Schaden, das hört sich halt schon ziemlich geil an, ne? Wie oft wird das tatsächlich der Fall sein? Man muss halt bedenken, das Event geht wirklich nur 3 Tage. Und meine Prediction war, dass das Wetter vielleicht so einmal die Stunde wechselt. Oder halt diese speziellen Wetterbedingungen halt einmal die Stunde vielleicht auftreten. Ich habe keine Ahnung, ich habe Wetter deaktiviert, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber ich war wie gesagt 2 Stunden online und es hat kein einziges Mal das Wetter geändert. Jetzt bin ich gerade online gekommen und was für eine Überraschung, es war wieder Sonnenschein, also es war wieder keine spezielle andere Wetterbedingung. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Einzige, was hier so im Raum steht. Grundsätzlich sind alle Werte nice, selbst die Sonne, 20% HP und 20 Movement Speed. Allerdings für viele Spielstile, für viele Klassen ist das jetzt halt nichts Weltbewegendes. Also ich meine, natürlich ist es cool, 20% schneller zu sein, natürlich ist es cool, 20% mehr HP zu haben, aber tötet man so mehr Monster? Nein. Tötet man so schneller Monster? Eher nein. Macht man so mehr XP pro Stunde? Ein bisschen vielleicht, aber jetzt nicht also ist jetzt kein richtig krasser Unterschied. Und das war's halt. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt Dungeons farmt, für spezielle Sachen sicherlich nicht schlecht, ja, aber für viele Sachen halt doch relativ eingeschränkt. Natürlich kritischer Schaden, muss man auch dazu sagen. Ist jetzt für Mages zum Beispiel auch nicht wirklich hilfreich oder Critical Hit Chance. Aber ja, es war klar eigentlich, also mir war es zumindest klar, dass wahrscheinlich hauptsächlich dieser 20% HP und Movement Speed Bonus aktiv sein würde. Ich habe es jetzt wie gesagt noch kein einziges Mal miterlebt, dass überhaupt was anderes aktiv war. Deswegen mal abwarten, wie oft das so wechselt. Und wie ihr erkennen könnt, welcher Boost denn aktuell aktiv ist. Ihr könnt hier oben, das ist die Power-Up-Leiste quasi, bei euren Buffs, könnt ihr einfach gucken, welcher Trank aktiv ist. Also sie haben eine unterschiedliche Farbe, also Sonne ist rot. Ich schätze mal, das wird vielleicht, ja, weil das ist vielleicht blau. Die Farben sind nicht so wichtig. Ihr könnt auf jeden Fall drüber hovern. Da ist so ein komisches Trank-Symbol bei euren Power-Ups, das euch sehr merkwürdig vorkommen sollte. Oder neu oder anders, als ihr es gewohnt seid. Da einfach drüber hovern und dann seht ihr, welcher Boost gerade läuft. Und ja, wie gesagt, die meiste Zeit wird es wahrscheinlich Sonne sein, also HP-Rate plus 20, Geschwindigkeit plus 20. Und man kann aber vielleicht darauf achten, um die anderen Boosts nicht zu verpassen, dass man immer mal wieder hinschielt, falls man zum Beispiel auch das Wetter deaktiviert hat. Also ich hoffe, by the way, dass es auch mit deaktiviertem Wetter funktioniert, aber es wäre unlogisch, wenn nicht, weil hätte man jetzt ja auch keinen Boost. Also daran wird es nicht liegen, es wird einfach sein, dass das halt wirklich so selten auftritt. Genau. Ja, was war noch neu? Dann haben wir noch eine neue, oder nicht eine neue, oder doch schon eine neue Payment Method, MyCard. Is currently only available from the official website, so we recommend players to use the official website when using MyCard. Once we fix the in-game purchase issue regarding MyCard, we will provide another announcement later on. Keine Ahnung, was MyCard ist, ehrlich gesagt. Ja. Dann haben wir noch ein paar Bugfixes und General Changes. Wir überfliegen das nur ein bisschen, weil die meisten Sachen sind jetzt nicht so interessant eigentlich. Also hier zum Beispiel Pumpkin und Green Chip Jojo, also Pumpkin Jojo, dieser Jojo-Skin, Green Chip Jojo, da wurden irgendwie die Effekte an der falschen Stelle angezeigt. Thanksgiving Hat sah unnatürlich aus, wenn man in der Kampfstellung war. Dann dieser Tethered Debuff hat irgendwie die falschen Stats gegeben, wenn man gerelockt hat, während man den Debuff aktiv hatte. Was schon ein extrem spezielles Szenario ist. Aber gut.
Dann wurde Rechtschreibfehler in Achievements behoben und ein Rechtschreibfehler bei Mary, also Mary mit A, Merry Christmas instead of Mary mit E, Christmas. Dann Mauscursor hatte irgendwie einen schwarzen Hintergrund bei macOS Sonoma und ein Fehler wurde behoben, wo Stormpeak Cursed mit Level 121 schon betreten werden konnte. Genau, das waren die Bugfixes und dann haben wir Generate Changes. Dismantle window will now show the so-linked or account-linked status of output items. Also basically die Zerlegung von Schmuck. Ist ja eigentlich das Einzige, was man wirklich zerlegen kann. Na gut, und Ultimate-Waffen, I guess. Heißt das bei Ultimate-Waffen auch Dismantle? Ich glaube schon. Jedenfalls, da sieht man jetzt, ob das Item dann, also das, was rauskommt, sehengebunden oder accountgebunden ist. Eigentlich überflüssig, weil eigentlich sollte man es ja wissen, aber gut, der eine oder andere weiß es aus irgendeinem Grund vielleicht nicht. Oder ist überrascht davon, keine Ahnung. Wird es jetzt seit vorher schon angezeigt. Außerdem ist es now possible to open a pack of select boxes at once. Das ist eine nice Änderung, muss man tatsächlich sagen. Es gibt ja viele Boxen, wo man mal 10, 20 Stück von einem Battle Pass zum Beispiel bekommt oder von einem Event sich eintauscht oder so. Also es können alle möglichen Boxen sein mit Power-Ups oder was auch immer. Und da ist es jetzt so, dass man mehrere auf einmal öffnen kann. Das ist eine Änderung, die ist wirklich nice. Und Luxurious She-Goggles are now genderless. Anscheinend hatten sie vorher ein Geschlecht. Und das waren unsere Minor Fixes von der Serverwartung. Dann habe ich euch schon gezeigt, genau hier mit dem Trank, wie das aussieht. Und dann haben wir noch die 1.3 Player Survey. Hier ist es so, dass es eine Umfrage gibt zu Flive Universe, die wir zusammen jetzt ausfüllen werden oder uns angucken werden. Und da ist es so, dass man hier Belohnungen freischalten kann, allerdings nur begrenzt. Aber diesen Umfragelink findet ihr im Discord unter Announcement oder Linktree, also link.ee/FliveUniverse ist der Link zu dieser Website und dann könnt ihr einfach eure Sprache auswählen, also probably Deutsch oder Englisch, wenn ihr wollt, und dann die Umfrage ausfüllen. So sieht das Ganze dann aus. Eine Umfrage zu 1.3 Aktualisierung. Mit dieser Umfrage möchten wir euch fragen, was ihr von dem Update 1.3 haltet. Eure wertvollen Antworten werden uns helfen, bessere zukünftige Updates zu erstellen. Diese Umfrage wird durch eine Verlosung belohnt, daher bitten wir um reges Interesse und Teilnahme. Ihr habt bis zum 25. Januar Zeit. Die Belohnungen können sein: ein Extra Bag ein Tag, 10 Power Dice 10, 3 ES-Amplis und 5 A-Product. Gewinnen tun 500 zufällig ausgewählte Spieler, die an der Umfrage teilgenommen haben, und die Belohnungen werden nach der nächsten planmäßigen Wartung nach Abschluss der Umfrage bereitgestellt. Also einfach eine Woche oder 2 Wochen später. Bitte prüft das, bevor ihr die Umfrage startet. Bitte füllt eure Charakterinformationen genau aus. Bei falscher Eingabe des Charakternamens und des Servernamens wird keine Belohnung gewährt. Bei unberechtigter Teilnahme an dieser Umfrage wird man von der Verlosung ausgeschlossen. Ja, also ziemlich Standard-Stuff auf jeden Fall. Was ich hier noch anregen möchte, oder ich sag's nach der Umfrage, vielleicht schauen wir uns erstmal die Umfrage an. So, die erste Seite war ziemlich überflüssig, da hat man nur seine Character-Infos eingegeben. Die zweite Seite, Korallinsel, ist die Karte angemessen groß. Hier bin ich mir nicht 100% sicher, was man anklicken soll, weil angemessen groß. Also das heißt angemessen, und wenn ich sehr groß und groß mache, heißt das dann, also es wird ja dann eigentlich heißen, es ist zu groß. Ich finde die Frage komisch formuliert. Jedenfalls, ich würde sagen, eher klein. Die Karte selbst, würde ich sagen, von der Größe her passt eigentlich. Das Problem ist, meiner Meinung nach, dass ein Großteil der Koralleninsel halt nicht zugänglich ist. Also zum Beispiel bei den Tigers, wenn man auf der Karte M drückt und sich das Gebiet von den Tigers anguckt, dann sieht das monumental aus. Ja? Dann denkt man sich, boah, ist das ein Riesengebiet. Wenn man dann aber tatsächlich hingeht, merkt man, okay, gefühlt 50% des Gebiets von den Tigers besteht literally aus Felsen und am Rand der Map ist sowieso eine riesige, unsichtbare Wand. Also wo schon extrem früh, wo du nicht mehr Richtung Kante, also Richtung Klippe quasi gehen kannst, ja. Und das Gebiet ist damit einfach extrem beschnitten. Und alles, was mit so vielen Felsen bestückt ist und so, wird auch kaum benutzt. Da muss man gucken, bei den Tigers oben gibt es auch ein Gebiet, wo die Captain Tiger teilweise gemischt sind mit normalen Tigers. Da habe ich noch nie einen Spieler leveln sehen, weil es halt relativ schmal ist. Also es gibt einfach zu viele Orte, wo einfach keiner levelt, muss man sagen. Woran genau das liegt, ist jetzt immer schwer zu sagen, aber ich persönlich würde sagen, weil es einfach, ja, keine Ahnung, zu
zu sehr auf Optik gelegt wurde und zu wenig auf wirklich, naja, ist es wirklich praktikabel für den Spieler da zu leveln, so meine ich das quasi. Also ich finde, entweder müsste man die Karte legit größer machen oder halt einige Hindernisse ein bisschen abflachen oder halt auch wirklich entfernen, damit man halt eine größere Levelfläche hat. Ja. Und auch, ich meine jetzt auch nicht, dass man eine riesige Levelfläche erstellen sollte, also dass überall alles so sein muss wie, keine Ahnung, bei den, so ein gutes Beispiel bei den Meryl vielleicht, ja. Die Meryl haben ein ziemlich gutes Gebiet, ja. Und bei den Tigers ist es halt schon teilweise sehr eng. Es sind immer diese langgezogenen Gänge im Endeffekt und alles links und rechts daneben ist komplett unzugänglich. Also es ist schon schwierig. Ist die Platzierung der Objekte auf der Karte angemessen? Würde ich auch sagen. Gleiches Argument. Es sind teilweise einfach unnötige Sachen. Also es ist nicht viel, muss man sagen. Es kommt auch darauf an, wo man ist. Und ich verstehe auch zum Beispiel, Kingster ist so ein Gebiet, da levelt man eher mit 1v1. Eben aufgrund von Objekten. Auch aufgrund von dem, was ich gerade gesagt habe, es ist einfach zu eng. Also es ist alles voller Felsen und so. Klar. Aber was halt nervig ist, Monster können sich halt auch durch diese Objekte dann durchteleportieren und so. Und das macht es halt mit Portbugs und so wieder schwierig, die halt immer noch ein großes Problem sind. Also würde ich auch sagen, nicht überall, aber teilweise nervig. Oder Aatrox, wenn man mal zurückdenkt an den Anfang von New Horizon, die Bäume bei den Aatrox, wie ultra hart die nerven, egal ob 1v1 oder AOE. Du hast die ganze Zeit einen Baum in der Fresse und siehst die Karte oder siehst deinen Charakter nicht mehr. Also schon sehr nervig, ja. Nicht, also ich würde sagen, sehr nervig, heißt aber nicht extrem nervig oder so nervig, dass ich nicht spielen kann, aber schon irgendwie nervig, ja. Ist die Dorfstruktur auf der Karte angemessen? Ich meine, who the hell cares? Also juckt einfach nicht. Wen interessiert das Dorf in Korallinsel? Wie ansprechend ist die visuelle Gestaltung? Würde ich sagen positiv. Wie zufrieden bist du mit dem Monsterdesign? Welches Monsterdesign? Literally alle Monster gab es in Flive PC schon. Also, what the hell? Ist der Schwierigkeitsgrad für das Bezwingen der Monster angemessen? Boah, würde ich jetzt auch mal durchschnittlich sagen. Ist das Niveau der Hauptgegenstände und den Belohnungen für das Bezwingen von Monstern angemessen? Das Niveau der Hauptgegenstände unter dem... Was? Also ich schätze mal, Sie meinen damit die NPC-Drops? Oder die Set-Teile? Was zum Teufel sollen Hauptgegenstände sein? Was wäre das auf Englisch? Main Items? Okay, ich verstehe die Frage nicht. Durchschnittlich. Ist das Niveau der gewöhnlichen Gegenstände? Ah, okay. Was zum Teufel sollen denn Also ich schätze mal, mit Hauptgegenständen ist Set-Teile gemeint. Also ich muss sagen, ich habe jetzt bestimmt 100.000 Monster getötet oder mehr wahrscheinlich sogar in Koralleninsel. Und ich habe 5 Set-Teile gedroppt, davon 4-mal das gleiche. Also würde ich eigentlich sogar sagen negativ. Gewöhnliche Gegenstände würde ich sagen passt, ja. Gibt es eine ausreichende Anzahl an Monstern? Teilweise halt. Manche Monster nein, manche Monster ja. Schwierig zu beantworten. Durchschnittlich. Ist die Platzierung von Monstern angemessen? Gleiche Frage, basically. Möchtest du etwas zu Monstern sagen? Uff. Wie lautet die Gesamtbewertung der Karte? Würde ich sagen 3. Spawns unausgeglichen. Manche Spawns brauchen mehr Monster. Aber kein Spawn braucht weniger Monster. So. Möchtest du etwas über die Koralleninsel sagen? Zu viele Hindernisse bzw. zu viel unzugängliches Terrain, das nicht benutzt wird. Passt. Dann haben wir die Wildnis. Ist der Dungeon angemessen groß? Es ist halt straight up einfach aus Flive PC kopiert. Platzierung der Gegenstände im Dungeon angemessen? Nein, das ist teilweise sau nervig. War zwar schon ewig nicht mehr drin, aber da sind teilweise Korallen mitten auf dem Weg. Ist die Struktur des Dungeons, Gimmick, Bewegungsmethoden und so weiter angemessen? Wie ansprechend ist die visuelle Gestaltung der Karte? Ist the Dungeon Structure... Oh mein Gott, sie haben... Oh mein Gott. Das ist einfach nochmal 2021 auf Englisch. Das ist einfach die gleiche Frage nochmal auf Englisch. Oh Gott. Wie zufrieden bist du mit dem Design der Monster? Ja, es ist halt straight up einfach aus Flive PC kopiert, was soll man dazu sagen? Also es ist halt nichts Neues.
Der Schwierigkeitsgrad angemessen. Passt schon. Ist das Niveau der Hauptgegenstände unter den Belohnungen angemessen? Probably. Ich weiß halt nicht, was sie mit Niveau meinen. Meinen die damit Droprate oder wie gut die Items sind? Das ist so komisch formuliert. Vielleicht hätte man es doch auf Deutsch machen sollen. Auf Englisch meine ich. Aber das ist schon wieder die gleiche Frage. Oder? Ah ne, doch nicht. Jetzt ist es normale Gegenstände. I guess. Ausreichende Zahl an Monstern. Die Fragen ergeben irgendwie keinen Sinn. Also ich meine, es ist ein Dungeon. Was juckt mich da die Anzahl der Monster? Also das ist doch... Also beziehungsweise ausreichende Zahl. Also soll ich jetzt Nein sagen oder was? Ich verstehe die Fragen nicht. Ist die Platzierung von Monstern angemessen? Wie lautet die Gesamtbewertung der Karte? 3. Möchtest du etwas über den Instanz-Dungeon sagen? Nein. Level 160 Erweiterung. Zufriedenheit mit der Levelerweiterung? Passt. Bewertung des Umfangs der Spielinhalte zwischen 140 und 160? Passt. Bewertung der Ermüdung beim Spielen zwischen 140 und 60? Durchschnittlich. Ultimative Waffe. Ist die Versorgung mit ultimativen Waffenmaterialien reibungslos? Ich würde sagen, die ist tatsächlich schwierig. Sind die Kosten für die Herstellung von ultimativen Waffen angemessen? Probably. Sollte schon sehr teuer sein, ja, wenn die nur für die Reichen sind. Ist ein Schwierigkeitsgrad der ultimativen Waffenerweiterung für angemessen? Ist es jetzt allgemein gemeint, wie kriege ich die Waffe, wie die Drops? Also die Umfrage ist so komisch. Ist ein Schwierigkeitsgrad der Waffenerweiterung für angemessen? I don't know. Ist das Gleichgewicht zwischen dem ultimativen Waffen, Leistung der Waffen angemessen? Ich würde sagen, passt. Möchtest du etwas über ultimative Waffen sagen? Ich habe keine. Ist die Versorgung mit ultimativer Schmuckmaterialien reibungslos? Die würde ich sagen, ist schwierig. Sind die Kosten für die Herstellung des ultimativen Schmucks angemessen? Ich würde sagen, teuer. Hältst du den Schwierigkeitsgrad des ultimativen... Den Schwierigkeitsgrad der ultimativen... Also, den Schwierigkeitsgrad der ultimativen Schmuckerweiterung. Was für ein Schwierigkeitsgrad? Also, ich meine schon klar, wahrscheinlich ist es damit gemeint, alles zusammengefasst, wie schwer ist es, Schmuck zu bekommen. Aber warum formuliert man das dann so vollkommen bescheuert? Also, nein, auch schwierig, logischerweise. Eigentlich nur noch mal wieder eine Wiederholung. Eine Zusammenfassung der Fragen davor ist das im Endeffekt. Ist das Gleichgewicht zwischen der ultimativen Leistung des Zubehörs angemessen? I guess. Möchtest du etwas ultimativ? Ich habe keins. Passt. Oh, okay, Regenbogenrennen muss ich überall durchschnittlich machen, weil ich habe noch nicht teilgenommen. Deswegen skippen wir das einfach. Ah ja, und das war auch schon das Ende der Umfrage. Ja, also macht auf jeden Fall mit. Ihr könnt, wie gesagt, bis zu 500 Leute gewinnen die Belohnungen, die wir uns am Anfang angeguckt haben. Grundsätzlich, ja, erstens, also ich rede jetzt erstmal über die Umfrage, die wir zuletzt hatten. Die Umfrage, die wir zuletzt hatten, also ich verfolge eigentlich schon aktiv Live Universe, halt nicht sehr aktiv. Also ich verfolge nicht sehr aktiv den Discord, weil der einfach toxisch und komplett für den Arsch ist. Also das hat man einfach kaum Mehrwert, dort aktiv zu sein, meiner Meinung nach. Jedenfalls verfolge ich aber alles Offizielle, was gepostet wird. Also ich habe die offiziellen Channel im Discord, ja, wo auch wirklich Updates für die gesamte Community gepostet werden. Und was mir da immer gefehlt hat, war so ein Folge-Update von der letzten Umfrage, die vor ein paar Monaten stattgefunden hat. Und zwar wurde da auch schon viel gefragt, so ja, bla bla, Zufriedenheit mit dem Spiel, pipapo, konnte man auch so Feedback geben und so. Und da hat es nie irgendwie so eine Folge gegeben, mal so, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel von einem anderen Spiel. Bei einem anderen Spiel war es so, da werden Server fusioniert und da hat die Community gesagt, ja, Alter, ist geil, dass Server fusioniert werden, aber können wir das vielleicht ein bisschen früher wissen, wann welche Server und so fusioniert werden, wäre halt echt nice so. Das war Feedback. Was macht der Entwickler von dem Spiel? Sagt, hey, Leute, ihr habt gesagt, ihr wollt das früher wissen und jetzt posten sie es 2 Monate früher, welche Server fusioniert werden. So macht man das. Und bei Gala ist es halt so, wir haben eine Umfrage gehabt, da wurde wahrscheinlich tonnenweise Feedback angegeben und man hat nie wieder was von dieser Umfrage gehört. Welche Inhalte dieser Umfrage wurden übernommen? Was waren die größten Inhalte der Umfrage? Also was wurde am häufigsten kritisiert?
Wann ist geplant, diese Umfrage, diese Feedback, die Verarbeitung der Umfrage, wann soll das stattfinden? Klar, eventuell sind manche Bugfixes von dieser Umfrage, weiß man halt aber nicht, weil es nicht dabei steht. Man kriegt einfach nie wieder was gesagt davon und es verpufft einfach. Und irgendwann vergessen die Leute, dass es diese Umfrage überhaupt jemals gegeben hat. Habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen, bis zu dieser Umfrage. Und jetzt kommt die nächste Umfrage. Und ich meine, jetzt geben wir auch wieder tonnenweise Feedback an. Und ja, es kann sein, dass irgendwo mal ein Bugfix dann kommt, aber es wäre trotzdem ganz interessant, so eine offizielle Auswertung der Umfrage zu haben. Das waren die größten Kritikpunkte, das werden wir verbessern, das nehmen wir mit und so weiter. So einfach mal so up-to-date gehalten werden. Dass das irgendwann vielleicht dann kommt, mag schon sein, aber du weißt es halt nicht. Also irgendwann vergisst man es halt, manche Leute hören auch auf zu spielen, also irgendwann wäre so ein kleiner Follow-up von sowas halt nicht schlecht. AKA aktives Kommunizieren mit der Community müsste man hier machen. Weil sonst macht so eine Umfrage wenig Sinn, wenn man keine Ahnung hat, was eigentlich mit den Umfrageinhalten dann tatsächlich passiert. Also ich meine, das ist jetzt wegschmeißen. Gehe ich jetzt mal davon aus, das machen sie nicht, aber weiß man's? Sie sagen es uns nicht, also schwierig. Aber wie gesagt, macht auf jeden Fall mit für die Belohnungen. Die Umfrage jetzt ist halt sehr schwierig, vor allem für Low-Level-Spieler, für neue Spieler. Deswegen zweifle ich sowieso den, sagen wir mal, Auswertungsgehalt dieser Umfrage stark an. Weil ich weiß, dass momentan viele Leute noch also wir haben einen neuen Zuwachs bekommen im Dezember, haben sehr viele Leute angefangen zu spielen. Ich habe auch sehr viel Werbung von Fluffy Universe gesehen. Da haben sie wirklich mal ein bisschen gepusht anscheinend. Und daraus resultierend kamen auch sehr viele neue Leute ins Spiel. Gut, ein bisschen lag es natürlich auch im Dezember, weil im Dezember haben sehr viele Leute sehr lange frei oder sehr viele Feiertage und so. Da kommt man auch so mal wieder zurück auf Live, keine Frage. Aber der Grund ist ja letztendlich egal. Sehr viele neue Leute, die alle unter Level 140 sind, aka keine Koralleninsel, kein Wilds Dungeon, kein Ultimate-Schmuck, keine Ultimate-Waffen. Vielleicht Regenbogenrennen, aber das ist dann auch das Einzige. Und die können halt jetzt bei der Umfrage auch irgendeinen Schwachsinn angeben oder machen sie hoffentlich nicht. Also wenn ihr nichts davon gespielt habt, dann überall nichts ankreuzen oder durchschnittlich. Durchschnittlich geht auch immer, sage ich mal. Letztendlich ist ja das ausgeschriebene Feedback, sage ich mal, auch das Interessanteste wahrscheinlich. Genau. Aber wie gesagt, also so eine Umfrage ist sowieso immer schwierig, aber gar kein Update davon jemals wieder zu geben an die Spieler ist halt auch schwierig. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sage Dank, habe ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Stream vorbei. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.